Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute schauen wir mal auf den neuesten internationalen Server W52 vorbei, denn mit diesem Server habe ich mich absolut gar nicht befasst und ich bin gespannt, was darauf abgehen wird, was da passiert. Wer von euch spielt auf W52? Was passiert da? Informiert mich gerne mal in den Kommentaren. Es ist so ein Server, den ich seit langer Zeit, ich gehe mal von aus, mein Name ist weg, ja, es ist so ein Server, den ich seit langer Zeit mal wieder absolut... Hi, mein Name ist Shakes. Du siehst... Ist das laut? Ist das so laut, Alter? Mal kurz mal runterpegeln hier alles. Ja, das ist ein Server, mit dem ich mich seit langer Zeit wirklich absolut gar kein Stück irgendwie auseinandergesetzt habe. Ich habe keine Ahnung, was hier auf dem Server passiert ist, die ersten 5 Tage. Wir nehmen hier jetzt nach den ersten 5 Tagen ein Video auf und ja, das Einzige, wovon ich mitgekriegt habe, so am Rande ist, dass hier wieder ein paar Avatare verlost worden sind auf dem Server, aber das war's dann auch soweit. Ja, gut. Nach W50 gehe ich mal von aus, dass die ganzen Server nicht mehr so viel Zuwachs bekommen werden. Oh, es geht eigentlich. 45.000 finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so wenig tatsächlich. Das ist für 5 Tage, für die ersten 5 Tage, ist es eigentlich ganz vernünftig, sagen wir mal. Das ist eine vernünftige Nummer auf jeden Fall. Ja, und wir schauen mal hier in die Top-Ränge. Wer hier so am Start ist, Pay to Win ist wieder vertreten. Die Leute vom Speed-Server, gehe ich mal von aus. Ja, Rise for Serious haben wir hier noch ganz oben mit dabei. Apple Pay, okay. Und so von den Namen her sind natürlich auch wieder ein paar bekannte Leute dabei, die Altbekannten, die man halt eh schon ja, seit Anbeginn der Zeit hier bei den Serverstarts kennt, sind hier auch wieder mit vertreten. Und der erste ist 232, 233 haben wir hier auch. Ja, wir gucken mal so ein bisschen die Werte durch, ne? Ich denke mal, für die ersten 5 Tage ist das relativ gut. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie die Leute immer wieder Spaß daran haben, wieder neue Charaktere hochzuziehen und wieder neue und wieder neue und wieder neue. Mit jedem Server das gleiche, ja. Also Respekt, Gruß geht raus an alle Leute auf W52. Ich könnte es nicht. Ja, mir reichen meine Server, die ich habe und alles, was danach kommt oder nur die Serverstart spielen. Ich habe da keinen großen Spaß dran, muss ich sagen. So, ich verbinde Serverstarts mehr so mit Stress, mit viel Stress, mit sehr viel Zeit, was da reingesteckt werden muss. Deswegen habe ich persönlich eher so Spaß daran an den, ja, am Langzeitspielen, an dem Ausdauerpart. Da habe ich mehr so Spaß dran und nicht so an dem ersten Part. So, was natürlich auch meine Spielweise ja auch irgendwo ein Stück weit widerspiegelt, so, weil ich halt relativ unerfahren bin, was Serverstarts angeht. Ich habe nicht viele mitgemacht, ich habe nie einen wirklich so 100%ig professionell mitgemacht, so. Dafür fehlen mir einfach so die Kenntnisse von unzähligen Serverstarts, sag ich mal. Deswegen, ich bin froh, wenn ich mit dem ganzen Kladderadatsch durch bin, so am Anfang, ne, und dann nur noch meinen Rest machen kann, ja, worauf es dann halt ankommt, auf die Alu so, ne, und halt eben die Basics so, ne, als eben der Ausdauerpart, eben das lange, so nach Jahren, so, das ist so eine entspannte Spielweise. Auf das andere, ja, ist zwar mal ganz cool, aber verbinde ich, wie gesagt, mehr wirklich so mit, ja, da musst du durch, damit du halt irgendwann deine Ruhe hast. So, das ist so eigentlich mehr so das, ja. Gut, wir schauen mal an die Gilden. Da kann man natürlich jetzt noch nicht so viel herausnehmen irgendwie, ne, aus dem ganzen, ja, Wirrwarr hier. Hier sind ja noch nicht die großen Leute hier vertreten, ne. Die sieht man ja eher so hier in der Helden-Ehrenhalle. Allerdings weiß ich auch nicht, in welcher Gilde die Sachen verlost worden sind, hier die Bilder und so, ne? Da müssen wir mal, die wurden ja von Mo und Mika, glaube ich, verlost. Mo Zone, ja. Avatars Red, okay, ja. Also irgendwie hatte ich hier mitgekriegt, dass in der Gilde hier die Avatare verlost werden, ich glaube für den höchsten oder so, oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, klärt mich auch, ich weiß es nicht ganz genau, ja. Aber die Gilde scheint mir jetzt auch nicht mehr so aktiv zu sein. Ich denke mal, da ist mehr so vielleicht das Ding gewesen, ja, um hier vielleicht einen Avatar mit
abzustauben, ne? Also, oder nicht abzustauben, ist ja jedem das ist sein gutes Recht, sage ich mal, hier in der Gilde mitzumachen, um einen Avatar zu gewinnen, ne? Das hätte ich damals ja genauso gemacht, aber ja, scheint mir jetzt so, als ob das jetzt noch weiterhin eine relativ aktive Gilde ist. Der Derafin ist hier auch mit am Start, ne? Also vielleicht hatte er das Ganze auch zum Serverstart mit begleitet. Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe den Server wirklich null verfolgt, ja. Bin aber gespannt, wie dieser Server und kommende Server in der nächsten Zeit abschneiden werden. So, das ist so das Ding, wo ich mich frage, ja, wird das weiterhin noch so konstant bleiben oder wird es immer weiter abflachen nach W50? Aber ich denke mal, eine solide Playerbase wird immer irgendwo da sein, ne? Also es werden immer ein paar Leute neue Serverstart spielen, weil auch immer wieder neue Leute ins Spiel dazukommen, nach wie vor. Und dann halt auch eben bei so einem Serverstart halt mit dabei sein wollen, um halt eben faire Voraussetzungen zu haben, seit Anfang an, so, ne? Und deswegen, ja, genau. Bin ich mal gespannt. Also wirklich seit langem tatsächlich ein Server, der komplett an mir vorbeiging, so, ne? Und wie gesagt, zukünftige Serverstarts werde ich wahrscheinlich genauso handhaben. Das Ding ist, ich hätte vielleicht zum Serverstart mitgespielt, aber halt auch wirklich nur den ersten Tag, um halt eben so ein bisschen mit dabei zu sein. So früher habe ich ja auch immer die Serverstarts mit gestreamt, so den ersten Tag und so, haben vielleicht so ein kleines Projekt oder sowas draus gemacht und melken wir uns mal die Kuh hier für 13 Tage. Und danach war dann halt eben wieder vorbei so, ne? Wenn ich Zeit habe, direkt am Freitag um 16 Uhr bei dem Serverstart dabei zu sein, dann mache ich das auch. Wir questen uns mal hier durch. Dann mache ich das auch, aber wenn es halt nicht passt, dann passt halt eben nicht und dann ist das halt eben auch so, ne? Da ist das jetzt nicht weiter relevant für mich und auch von der Zeit her und vom Aufwand auch jetzt nicht weiter irgendwie großartig, so ausschlaggebend. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wer von euch spielt hier auf W52, ist hier vielleicht am Start, will hier den Server mal austesten oder vielleicht auch längerfristig vielleicht drauf spielen. Ne, das kann man ja auch nie so wissen. Ne? Und im Prinzip gibt es hier eigentlich großartig gar nichts mehr weiter irgendwie zu zeigen. Wir können noch mal in die Top-Gilden reinschauen. Ja, einmal bei Pay to Win. Was haben die hier schon? Fast eine 400er Ritterhalle, 136er Durchschnittslevel haben wir hier am Stissel. Was sagen die anderen Gilden so? Dann haben wir hier einmal Wise to Serious. Die sind hier ähnlich am Start, nicht ganz so krass vertreten, aber fast gleich auf, würde ich mal so sagen, mit den Leuten von Pay to Win. Ansonsten haben wir, nicht viel. Wir haben hier ein bisschen Soma, ne? Da ist hier der Cebo, der hier ja auch auf dem Speed-Server vertreten war mit seinem Avatar. Ich frage mich echt, ob das wirklich der Realist Cebo ist, weil weiß nicht, ich glaube, der YouTuber, der hat irgendwas über 1,1 oder über 1 Million Abonnenten irgendwie so. Keine Ahnung, ob der so freizeitmäßig hier Shakes and Fidget spielt. Ich kann es fast gar nicht glauben. Aber wenn es so ist, ist es natürlich cool auf eine Art und Weise irgendwie so, ne? Ja, auch wenn da mit dem Kollegen hier auf dem Speed-Server ein bisschen Schindluder getrieben worden ist, so, ne? Wer sich da informieren mag, kann da auch gerne bei meinen YouTube-Kollegen Handrizzle mal vorbeischauen. Da habe ich mich jetzt auch mit Absicht zum Speed-Server jetzt nicht weiter irgendwie großartig da geäußert, weil, Thematik Speed-Server, da stand ich ja mehr oder weniger von Anfang an ungewollt auf ungewollten Kriegsfuß so, ne? Und deswegen bin ich da auch auf die Thematik gar nicht mehr weiter eingegangen, tatsächlich mal so. Ja, Hype Beasts haben wir hier auch am Stissel, okay. Auch interessant, ja. Hyper Beast kenne ich irgendwo her, aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, woher ich den Namen kenne. Aber sind mir auch aufgefallen hier in der Ehrenhalle, ne? Aber ansonsten natürlich sehr dominant Pay to Win Rise to Serious. Ne? Die werden wahrscheinlich die erste Zeit hier den Server dominieren. Mal schauen, wie es auf lange Zeit aussehen wird. Aber ansonsten, sind hier halt wieder sehr viele Leute dabei, die man halt von diversen Serverstarts kennt und dann, wahrscheinlich nach einem Monat, wenn die Luft dann raus ist,
ja, wenn man nicht mehr so schnell vorankommt, dann wieder aufhören oder so, ne? Ansonsten, ja, hätten die Leute ja hier schon teilweise, keine Ahnung, 50 Accounts, die sie aktiv spielen müssen, ne? Deswegen kennt man es halt auch nicht anders, ne? Alles klar. Ja, das war es aber soweit von dem Video hier zum W52-Server, ne? Und, ja, nicht sehr viel zu sehen, habe mich wenig damit auseinandergesetzt, habe mich wenig damit befasst, ging an mir vorbei. Ist so, trotzdem wollte ich mal vorbeischauen, was hier auf dem Server so abgeht, was hier passiert, wie hoch die Leute sind. Das ist immer das, was mich so interessiert, wie viel die Leute nach einer bestimmten Zeit schaffen. Ich wollte schon eigentlich eher vorbeischauen, aber dann kamen noch ein paar andere Videos dann davor. Und jetzt haben wir an Tag 5, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, mal reingeschaut. Und habe mir da mal so ein kleines Bild verschafft, live hier im Video. Ne? Alles klar, ja, dann war es das soweit. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.